Okay, es ist jetzt Donnerstag, der 4. August, 20 vor 10 Uhr, der 101. Tag. Ich bin jetzt gerade hier auf den Pass hochgefahren worden. Irgendetwas. Dahin. Weiß auch nicht. Auf jeden Fall. Ja, West Yellowstone ist nicht ganz einfach zum einkaufen. Es ist mehr so ein Touristenort mit vielen Souvenirläden und Zeugs. Und ich bin ein bisschen rumgesäckelt, vor allem für das Akkupack zu finden. Ich habe eins gefunden, das extrem schwer ist. Und dann habe ich noch ein bisschen, wie immer, ein bisschen zu viel Essen gekauft. Aber bei dem habe ich es extra ein bisschen so gemacht, weil in Lima, die nächste Ortschaft, in 90 Meilen etwas, ist sehr klein und hat nur einen Tankstellen-Shop. So, es ist jetzt 1 und ich mache jetzt Pause hier. Das Bächlein, das erste Wasser für heute. Nach 9 Meilen. Jetzt hocke ich hier an und esse mein Subway-Sandwich, das ich mitgenommen habe. Damit der Rücken noch leichter wird. Es ist 1:30 und ich mache mich wieder auf den Weg. So, es ist jetzt 7 Minuten ab 3 und ich bin, glaube ich, jetzt auf dem richtigen Targhee-Pass. Ich sitze jetzt gerade 5 Minuten an und mache gerade kurze Pause. Schauen, wo das nächste Wasser ist. Karte führen. Also irgendwie habe ich es verpennt mit dem Wasser. Ich habe noch einen Schluck, habe ich noch. Aber ich muss nicht mehr weiter. Jetzt 2 Meilen ins Wasser. Und vielleicht hat es sogar hier jetzt gerade Wasser. Und oben hat es ein Schneefeld. Kann sein, dass es hier hat. Und sonst die 2 Meilen schaffen wir auch noch mit dem Schluck.
viele Spitzkehren, die ich gemacht habe, ab vom Pass. Und jetzt bin ich da in einem Tal drin, ich laufe jetzt das Tal raus. Es ist 6 Uhr und ich bin hier auf dem Reynolds Pass und anscheinend wieder in Idaho. Also es war jetzt 8:30. Ich habe hier bei der Quelle unten gerade jetzt Nachtgegessen, die Zähne geputzt und Wasser gefüllt. 1,5 Liter habe ich dabei. Es wird lange fürs Morgen, weil ich komme den Morgen nicht noch einmal ab. Ich laufe jetzt 300 Meter, das heisst, flache Plätzchen mit Bäumen drumherum. Jetzt gehen wir schauen. Dann ist da vorne noch eine Nelkappe gekommen, zum kleinen Bächli. Gerade unterhalb von der Quelle ist ein Bächli. Ich habe gesehen, wie er durch die Wiesen abläuft. Und ich dachte, jetzt gehe ich mit dem Fotoapparat schnell schauen, wo er ist. Und dann doch noch verwitscht genau. Es ist Freitag, der 5. August. 6:30. Ich bin jetzt gerade losgelaufen. In Tag 102. Ja, es ist noch ein bisschen stark bewölkt. Gefällt mir nicht so.
Es ist jetzt gerade 11 Uhr und ich habe gerade meinen Rucksack den Regenüberzug montiert. Es tut ein bisschen Treffel. Etwa in 20 Minuten komme ich zu einem Bach. Dort habe ich geplant, für das Mittagsrast zu machen. Weil nach diesem Bach kommt für ein Zeitchen nie mehr, wo man Wasser nehmen kann. Dann möchte ich dort das Mittag machen. Es war jetzt 11:30 und ich bin jetzt bei diesem Bächli und jetzt eine Tanne, die den Regen abhebt. Jetzt hocke ich da und mache mein Mittag. Hotdog gibt es. Jetzt deckt es den Nebel ab. Ja. Es ist 10:12 Uhr und ich habe fertig zum Mittag nicht. Und Hotdog mittlerweile mein Lieblings-Mittagsmenü. Ja, es hat noch jetzt geregnet, aber es hat abgekühlt. Dann mache ich auch nicht so lange Mittag. Und behalte die Jacke gerade an. Bis es wieder ein bisschen aufgewärmt ist, vielleicht zieht man sie wieder ein bisschen ab. Momentan ist es gerade ein bisschen verwischt nach der Mittagspause. Also es ist jetzt 6 Uhr und ich mache mir jetzt bei diesem Bächli etwas zur Nacht. Und dann gehe ich noch ein bisschen weiter, weil es hat ein WC, Picknicktisch, 4-Stell und Bärenboxen, wo man zu essen hat, dass man nicht mal so aufhängen kann. Das klingt alles ganz gut. Gehen wir das sicher anschauen. Es ist mittlerweile 6:45. Ich war gerade am WC da. Da hinten auf dem direkten Wanderweg hat es einen Picknicktisch mit einer Bärenbox und hier unten hat es auch einen. Aber hier ist es besser. Dann hat beim Wanderweg aber jetzt viel hechtes Gras. Und hier hat es doch da hinten unten so ein flaches Plätzchen da. Da haben wir das Zelt drauf. Und mit diesem Baum da.
Die geben noch ein bisschen Schutz, wenn es kommt, geregnet es Nacht. Es ist 7 Uhr an dem heutigen 6. August, Tag 103. Ich will jetzt gerade zum Morgen machen. Da habe ich meine Kochstation eingerichtet. Es geht sicher noch eine halbe Stunde, bis ich loslaufe. Ich habe eigentlich um 5 Uhr aufwählen, ich habe den Wecker gestellt, aber ich habe es dann sein und dann ein bisschen liegen geblieben. Also es ist jetzt 20 vor 8 Uhr. Ich habe gerade das Schultertäschchen ein bisschen flicken. War fast wieder im Abgehen. Und dann habe ich einen Kaffee gemacht. Aber jetzt laufe ich los. Die Mittagspause muss verdient werden. Ein bisschen abgegangen. Ich hoffe, das sehe ich jetzt. Nein, es geht noch mehr Upsi. Ich glaube, ich habe ziemlich die Höhe erreicht. Und er hat es nicht so weit geschafft. Ja, ist nicht viel, aber wenigstens ist Wasser da. Es ist jetzt 20 ab 1, während ich unter den Tannenbaum gehockt bin und das Mittag nicht habe. Hat es geregnet. Hat jetzt wieder nachgegeben. Ich hoffe, das sei es jetzt für heute. Mit Regen. Vor dem Mittag habe ich noch gerade das Rockspring gerade ein bisschen weggemacht. Ich habe dann noch ein Rohr gefunden und habe ihn drin gesteckt und dann habe ich Steine rumgebiegen und während ich am Stein suchen war, habe ich noch gesehen, dass das eigentlich gar nicht der richtige Spring ist. Der Rockspring ist eigentlich hier oben. Das wäre eigentlich die eigentliche Spring, die eigentliche Quelle.
ist mittlerweile schon 10:02. Jetzt habe ich lang genug an der Quelle rumgebastelt. Jetzt muss ich weiter, sonst komme ich nie hin. Grosse Schafherde vor mir da auf dem Weg. Und irgendwo hat es Herdenschutz hinter. Und die sind nicht gerade zimperlich. Jetzt müssen wir aufpassen. Nein! Vielleicht bin ich die gleiche tun, als wäre ich ein Schaf. Land hinter mich nicht mehr. Nein! Ah, da unten ist der Schaf für meinen Hund. Aha. Dumm. Dann ist dunkle Wolken und es dundert. Und auf der Gegenseite haben wir schon wieder die ersten blauen Stellen zum Vorschein. Ich habe mich ein bisschen zu früh gefreut, dass ich um den Regen herumkomme. Jetzt fischt es mich auch gleich. Aber ich laufe ein bisschen im Wald rein. Das ist nicht ganz so schlimm. Also ich habe schon die Interstate gesehen von hier oben. Es ist jetzt 6:30 und ich habe jetzt hier bei einem Bächlein Halt gemacht. Und ich mache mir jetzt schnell etwas zur Nacht. Und dann weiss ich noch nicht, wie weit ich gehe. Es ist jetzt 6:45. Ich habe gerade zur Nacht gegessen und Zähne geputzt. Und zum Interstate ist fast 4 Meilen. Das machen wir heute nicht mehr. Und das nächste Zeltplatz ist gerade hier ums Eck herum. Ich habe gestern noch ein bisschen gehackt ums Zeltplatz herum, damit die Kühe nicht das schöne Plätzchen vollschiessen in der Zukunft. Ja, es ist 7:45 an diesem Sonntag, 7. August, Tag 104. Es sind jetzt 3,8 Meilen bis zur Interstate. Und dann geht es ab auf Lima zum Morgenessen. Ich habe nur so Farmerstängel gehabt zum Morgen jetzt hier. Und so Pancakes wären jetzt nicht schlecht. Und das Kaffee.
ist jetzt 10 vor 9 und ich bin beim Interstate. Und jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, es gibt einen Bus, also einen Shuttle. Einer vom Dorf von Lima auf verwehrt Shuttles. Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, ob um 8:30 oder um 9:30 am Morgen. Ich warte von hier oben wieder zurück ins Dorf. Und sonst, es ist nicht erlaubt, Autostöppeln auf dem Interstate. Aber wenn ich den Shuttle verpasst habe, 8:30, dann kann ich dann gleich Autostöppeln. Also es ist jetzt 5 vor 10 und ich bin schon zu lange auf der Interstate gestanden. Aber dann ist doch der Shuttle gekommen, um 9:30. Ich bin dann mit dem Shuttle ab nach Lima. Die Interstate sind alle viel schnell vorbeigefahren. Ich gehe jetzt hier ins Jans Café zum Morgenessen. Und nachher muss ich meine Sachen erledigen. Es ist 20 vor 2. Ich habe zum Morgen gegessen hier und ich habe eingekauft in der Tankstellenladen. Es ist gegangen, aber viel mehr hätte ich ja nicht müssen posten. Zum Glück hatte ich ein bisschen mehr dabei von West Yellowstone raus. Ja, und jetzt um 2 habe ich abgemacht für einen Shuttle wieder zum Wanderweg. Ich habe jetzt hier noch alles zum Trocknen ausgelegt, das Zelt aufgestellt. Weil es ist letzte Nacht noch ein bisschen Feuchtigkeit am Morgen, Kondensation im Zelt. So. Jetzt lässt es gerade hier noch ein bisschen trocknen. Geht dann schnell über die Tankstelle, laden noch ein Bier posten und dann etwas Kleines zum Mittag. Ja, muss dann gleich passieren, 20 Minuten. Es ist jetzt 25 ab 2 und der Shuttlefahrer hat mich da rausgefahren. Nicht mehr ganz bis am gleichen Ort wie am Morgen, als ich mich geholt habe. Ich habe gefragt, ob er mich noch ein bisschen früher rauslassen kann. Ich muss jetzt einfach illegalerweise über die Interstate laufen. Ich habe gemessen über einen Hagelhaus. Ich muss einfach ein bisschen schauen, dass keiner kommt und dann gehe ich dort rüber. Also es hat mir jetzt etwas mehr als 2 Meilen gespart, dass ich früher nicht ausgestiegen bin. Sonst hätte ich es noch müssen 2 Meilen mehr der Schotterstrasse nach. Das ist schon langweilig genug. Es ist jetzt 5 ab 4 und ich komme jetzt von der Straße, ich glaube auf einen Wanderweg, oder?
oder so etwas. Gut, wieder rauf geht's. Es ist jetzt 20 ab 7. Ich hatte gerade zu den Beimappen da. Da hat es eine Quelle gehabt. Frisch im kalten Wasser müssen wir dort runter. Ein bisschen vom Weg weg. Ich mache jetzt hier noch etwas zur Nacht. Und der wird es wahrscheinlich nicht so ganz einfach ein Plätzchen zu finden zum Zelt stellen. Ich bin jetzt seit dem Nachmittag eigentlich, als ich von der Straße weg bin, eigentlich immer im Grad entlang gelaufen, von einem Hügel zum anderen. Immer so ein bisschen stutzig und ein bisschen abhältig. Ja, wir müssen schauen, was wir machen. Es ist jetzt 10 vor 9 und ich habe mein Zelt gestellt, ein bisschen unterhalb von der Kuppe da. Da hinten verzieht es ein bisschen. Da ist das ein kleines Hügel. Und hier unten habe ich ein relativ flaches Plätzchen gefunden, zum Zelt stellen. Ich bin reingelegen und es sollte eigentlich gehen. Ich sollte da nicht den Hang runterschauen. Ja. Gehen wir liegen.